Hallo liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass wir Ihnen hier in diesem neuen Format des Webcasts spannende Themen und Neuheiten der Vago-Welt zeigen können. In diesem Webcast bekommen Sie nun interessante Informationen zum Thema Vago Touchpanel 600. Stellen Sie mir über die Live-Funktion gerne jederzeit Fragen. Sollten Sie das Video zu einem Zeitpunkt ansehen, bei dem keine Chat-Funktion möglich ist, nutzen Sie gerne den Kontakt zu unserem Support-Team auf der Vago-Website. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist André Kleine und ich bin der verantwortliche Produktmanager für unseren Bereich der HMIs und im Speziellen auch für die Touchpanel 600. Und jetzt geht es zum Thema. Neben dem bereits am Markt erhältlichen Perspecto und eDisplay bieten wir mit unserer neuen Reihe der TP600 insgesamt 3 verschiedene Lines an. Das heißt, wir unterscheiden hier zum einen in der Standard-Line. Hier besitzen die Geräte eine resistive Front, das heißt, hier sind Einfingerbedienungen möglich. Sie sind damit eher für Standardanwendungen gedacht und auch zum Beispiel, wenn mit größeren Handschuhen gearbeitet werden muss, da hier die resistive Technologie keine Probleme aufweist. Des Weiteren haben wir die Marine Line. Die Marine Line unterscheidet sich von der Standard-Line zum Beispiel anhand der komplett schwarzen Front. Das heißt, diese Geräte besitzen auch einen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen. Dadurch konnten wir die Reflexion reduzieren, das heißt auf ein Minimum reduzieren. Und der Hauptanwendungsbereich, wie der Name schon sagt, besteht hier in dem Marinebereich, wobei wir nicht darauf limitiert sind. Das heißt, die Geräte können auch in den üblichen Bereichen eingesetzt werden. Als letztes haben wir die Advanced Line. Diese Geräte besitzen im Gegensatz zu den beiden Vorgängern einen kapazitiven Touch. Das heißt, wir haben eine Glasfront. Das heißt, die Bedienung ist hier ähnlich wie beim Smartphone oder beim Tablet. Es sind Multifinger-Eingaben möglich, es ist Gestenerkennung möglich. Und das heißt, gerade in den Bereichen, wo es auf diese Eigenschaften einkommt, wird dieses Gerät das Gerät Ihrer Wahl sein. Hinsichtlich der Größen bieten wir bei den TP600 Varianten von 4,3 bis 21,5 Zoll an. Die 4,3 Zoll bis 10,1 Zoll sind auch soweit schon am Lager erhältlich. Die 15,6 und 21,5 Zoll werden nun im Sommer folgen und werden auch dann erhältlich sein. Bevor ich auf die Unterschiede eingehe, möchte ich zunächst einmal die Gemeinsamkeiten aufzeigen. Und zwar setzen wir in der kompletten TP600-Reihe auf einen modernen A9 Quad-Core-Prozessor. Das heißt, in Verbindung mit den 2 GB Arbeitsspeicher, die jedes Gerät hat, haben wir hier eine Plattform oder eine sehr performante Plattform für Ihre Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben. Zum anderen ist die Firmware auf allen Geräten gleich. Das heißt, wir unterscheiden hier nicht zwischen den einzelnen Varianten, sondern egal welche Variante Sie haben, Sie können bei uns die gleiche Firmware einsetzen. Das kann hier und da sehr große Vorteile bringen, da komme ich aber im Detail später noch zu. Zum anderen setzen wir bei allen Varianten, wie bei uns in den Steuerungen auch schon gewohnt, auf das offene und sehr zuverlässige Betriebssystem Linux. Die Unterschiede in den unterschiedlichen Lines hatte ich schon eingangs erklärt, da möchte ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen, das ist aber zum Beispiel die Touch-Technologie, die wir verwenden. In den einzelnen Lines unterscheiden wir aber auch noch in verschiedenen Hardware-Ausstattungen hinsichtlich der Schnittstellen und auch die Software-Funktionalität unterscheidet sich zwischen unterschiedlichen Geräten und da möchte ich dann jetzt nochmal im Detail drauf eingehen. Die einfachste Schnittstellenvariante ist die PU1. In der PU1 haben wir 2 Ethernet-Schnittstellen und 2 USB 2.0-Schnittstellen, wo ich zum Beispiel eine externe Tastatur oder eine Maus anschließen kann, wenn es notwendig ist. Zusätzlich haben die Geräte an der Seite eine Micro-SD-Karten-Slot, sodass ich also den Speicher erweitern könnte oder ich kann auch das nutzen, um eine Firmware aufzubringen. Die Variante PU2 ist quasi die Variante PU1 plus eines zusätzlichen Audioausganges. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Audiofile, einen Alarm wiedergeben wollen, eine Textnachricht, dann können Sie dies mit einem PU2-Gerät tun. Die PU3-Variante besitzt sogar noch eine zusätzliche Ebene. Das heißt, in der zusätzlichen Ebene befindet sich eine RS-232-485-Schnittstelle, eine CAN-Schnittstelle und auch Onboard-IOs direkt in digitaler Form. Wobei, ob es ein Eingang oder Ausgang ist, das kann der Kunde in der Applikation entscheiden. Das heißt, er kann es individuell auf seine Bedürfnisse anpassen. Die könnte man zum Beispiel nutzen, wenn man Taster oder LED-Anzeigen zusätzlich noch an der Schaltschrankwand hat, dass man hier den Draht nicht zunächst auf eine Klemmreihe im Schrank führen muss, sondern kann direkt von der Tür auf das Panel gehen, spart sich also Verdrahtungs- und Zeitaufwand.
So viel zum Thema Schnittstellen. Kommen wir auf die Softwarefunktionalität. Hier unterscheiden wir zunächst zwischen Web, Visu und Control-Funktionalität. Fangen wir mit der Web-Funktionalität an. Die unterscheidet sich eigentlich kaum von dem, was man vom Browser, von dem Computer oder eben vom Smartphone kennt. Das heißt, ich nutze einen integrierten Browser, ich kann eine Favoritenseite anlegen, wo also ich die wichtigsten URLs insofern schon mal hinterlege, und so kann ich dann einfach zwischen den verschiedenen Webseiten hin und her wechseln oder auch zum Beispiel eine Startseite festlegen, damit das Gerät immer mit dieser Visualisierung startet. Der Webserver, auf den ich in dem Moment zugreife, kann in dem Fall entweder auf einer Steuerung liegen, das ist für uns der Standardfall, er kann aber auch in der Cloud liegen. Das heißt, da sind wir sehr flexibel, da es einfach nur ein Browser ist und er überall darauf zugreifen kann. Das Visu-Panel unterscheidet sich hier schon deutlich von dem Web-Panel, da hier in dem Fall die Visualisierung auf dem Gerät selbst erzeugt wird. Das heißt, ich muss nicht erst die Grafiken über das HTTP-Protokoll abrufen, sondern die Visualisierung ist onboard vorhanden. Das führt dazu, dass ich hier sehr schnelle Reaktionszeiten habe, da eben diese Kommunikation dazwischen wegfällt. Die Variablen, die ich darstellen möchte, die muss ich dann von den umliegenden Steuerungen einsammeln und kann ich dann in dem eCockpit-Projekt, womit ich dann noch das Visu-Panel projektiere, entsprechend auf dem Element zuweisen. Ein großer Vorteil, neben dem, dass die Visualisierung auf dem Gerät selbst ist, dass ich eine Trennung habe zwischen Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben. Das heißt, die Steuerung selbst muss sich nur noch um die Steuerungsaufgaben kümmern. Die Visualisierung wird komplett durch das Visu-Panel übernommen und wird auch bereitgestellt. Das heißt, wenn ich über andere Web-Clients jetzt auch auf diese Visualisierung zugreifen möchte, kann ich dies über den integrierten Webserver tun. Die nächste Ausbaustufe ist das Control Panel. Das heißt, hier reden wir über das All-in-One-Gerät. Das heißt, ich habe eine vollständige Steuerungsfunktionalität integriert in dem Control Panel und vom Projektieren her unterscheidet es sich auch nicht von einem aktuellen PFC. Das heißt, die Visualisierung und die Variablen sind schon auf dem Gerät und zusätzliche Ein-Ausgänge, zusätzliche Daten kann ich zum Beispiel über Koppler einholen. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass ähnlich wie bei den Hardware-Varianten wir immer nur mehr bekommen. Das heißt, auch bei der Software ist es so, dass ich nur mehr Funktionalität bekomme. Das heißt, ein Control-Panel ist auch automatisch ein Visu-Panel, ist auch automatisch ein Web-Panel. Das heißt, auch der Browser ist im Control-Panel vorhanden und wenn ich möchte, kann ich mit dem Browser zum Beispiel auf eine Visualisierung einer anderen Steuerung zugreifen und kann anschließend wieder zu meiner Onboard-Visualisierung wechseln. Es ist auch so, dass Hardware oder das Ablager, die Geräte der PIO1 als Webpanel geliefert werden, die Geräte PIO2 als Visu-Panel und die Geräte PIO3 als Control-Panel. Aber ab PIO2 bin ich in der Lage, durch zusätzliche Lizenzen die Funktionalität des Gerätes zu erweitern. Das heißt, ich könnte auch zum Beispiel mit einer Lizenz, mit einer Control-Lizenz, das Visu-Panel zu einem Control-Panel machen. Wichtig ist an der Stelle nur zu erwähnen, dass PIO2 hardwareseitig keinen NV-RAM eingesetzt hat. Das heißt, Retain und remanente Daten können an der Stelle nicht gespeichert werden. Aber wenn man nur die Control-Funktionalität braucht, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Und durch diese verschiedenen Schnittstellenvarianten, durch die verschiedenen Diagonalen, durch die verschiedenen Softwarefunktionalitäten weisen wir hier eine extrem hohe Skalierbarkeit auf. Das heißt, Sie werden in unserem Portfolio für Ihren Einsatz sicherlich das richtige Gerät finden. Das Besondere. Gut, fangen wir beim Gehäuse an. Wir setzen sehr hochwertige Materialien ein. Das heißt, auch die Rückseite besteht bei uns vollständig aus Aluminium, was das Gerät sehr robust gegen mechanische Einflüsse macht. Zum anderen setzen wir auch sehr hochwertige Displays ein. Das heißt, wir achten hier zum einen auf eine sehr hohe Auflösung. Das heißt, auch in den Diagonalen ab 15,6 Zoll haben wir bereits eine Full-HD-Auflösung. Und eine zusätzliche, wie ich finde, sehr wichtige Eigenschaft ist der Ablesewinkel. Das heißt, wir achten hier darauf, dass wir einen sehr großen Ablesewinkel haben. Warum ist das wichtig? Ich stehe ja nicht immer frontal vor dem Display. Und wenn ich seitlich neben dem Display stehe, um die Anlage zu beobachten, möchte ich ja auch Alarmmeldungen oder Ähnliches sicher sehen können. Das heißt, hier setzen wir eben sehr hochwertige Displays ein, um das zu gewährleisten. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die Geräte allseitig einen hohen Ablesewinkel haben. Das führt dazu, dass wir unsere Geräte auch problemlos vertikal einbauen können.
Das heißt, wenn Sie als Kunde jetzt zum Beispiel eine Anlage haben, wo Sie das Gerät horizontal brauchen, dann haben Sie eine Anlage, wo vertikal aber besser angebracht wäre, dann könnten Sie hier auf dasselbe Produkt setzen. Sie müssen also nicht zwei unterschiedliche Produkte bestellen, sondern es ist ein und dasselbe Produkt. Die Ausrichtung kann ich über das Onboard integrierte Web-Based Management einstellen und dann können Sie das Gerät nutzen. Zusätzlich lassen sich die Produkte auch sehr einfach montieren. Das heißt, durch die seitlich angebrachten Federn rastet das Produkt bei der Montage schon in der Schaltschranktür ein und Sie können dann ganz in Ruhe mit den zusätzlichen Spannelementen das Gerät an der Schaltschranktür fixieren. Und selbst die Spannelemente werden seitlich in das Aluminiumprofil eingerastet und können entsprechend nicht runterfallen. Das heißt, Sie sparen bei der Montage Zeit und Sie haben einen sehr großen Komfort. Es ist sehr einfach. Und da haben wir sehr großen Wert drauf gelegt, dass Sie hier die Geräte auch sehr gut montieren können. Aber es ist nicht nur die Hardware besonders, sondern auch die Software in den Geräten. Wie bereits erwähnt, setzen wir hier auf die bewährte PFC-Technologie. Das heißt, dieselbe Technologie, wie sie auch in unseren Steuerungen zum Einsatz kommt, wird hier verwendet. Das heißt, wir unterscheiden uns hier auch nicht großartig von den Steuerungen und das birgt auch den Vorteil, dass Feature, die Sie zum Beispiel aus den Steuerungen gewohnt sind, dass Sie die auch in unseren Paneln direkt miterhältlich haben oder sie sehr schnell nachgeliefert bekommen. Dass wir hier auf dieselbe Software aufsetzen, birgt viele Vorteile. Zum einen passt es sich perfekt ins System ein. Das heißt, dadurch, dass es sich nicht von den Steuerungen großartig unterscheidet, merken Sie den Unterschied kaum. Das heißt, Sie müssen auch nichts Neues lernen. Die Kunden, die bereits mit unseren Produkten arbeiten, können sich direkt einfinden und können direkt mit unseren Control-Paneln zum Beispiel starten. Zum anderen haben wir auch den Vorteil, dass wir auch dieselben Security-Features liefern wie die PFC-Technologie. Das heißt, zum Beispiel haben wir integrierte Firewall direkt mit dabei und wir müssen nicht zusätzliche Security-Pakete kaufen. Des Weiteren hat es den großen Vorteil, ich hatte eingangs erwähnt, dass auch alle Panel auf dieselbe Firmware setzen. Dadurch, dass wir uns auch kaum von den PFCs unterscheiden, können zum Beispiel auch Pakete oder Komponenten, die für einen PFC entwickelt wurden, sehr schnell portiert werden. Das heißt, wir haben eine hohe Wiederverwertbarkeit. Es ist nicht, dass etwas dann komplett neu geschrieben wird, nur weil wir die Hardware tauschen, sondern Sie können es wiederverwenden. Und gerade wenn Sie vielleicht auch schon mit unseren Dockern gearbeitet haben, können Sie Docker, die für unsere PFCs geschrieben wurden, sehr einfach portieren. Zum Thema Docker gibt es aber auch einen separaten Webcast mit dem Thema Docker. Zum einen werden wir ab Sommer, wie bereits erwähnt, unser Portfolio mit den größeren Diagonalen erweitern. Das heißt, hier reden wir, wie eingangs erwähnt, über die 15,6 oder wie hier dargestellt, das 21,5 Zoll große Panel. Verfügbarkeit, wie gesagt, ab Sommer. Doch nicht nur im Bereich der Hardware liefern wir Neues, sondern auch mit der neuen Firmware 16, die jetzt ebenfalls bald verfügbar sein wird, bieten wir auch neue Funktionalitäten. Zum Beispiel werden wir ab Firmware 16 in der Lage sein, über eine zusätzliche Lizenz Bugnet zu nutzen. Das heißt, hier wird aber auch nochmal in einem separaten Webcast zum Thema Steuerungstechnik näher drauf eingegangen. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, einfach zu diesem Webcast nochmal hinzuschalten. Des Weiteren werden wir ein zusätzliches Browser-Element in der Onboard-Visualisierung zur Verfügung haben. Warum ist das wichtig? Ich hatte eingangs erwähnt, dass wir auch bei den Control-Paneln einen Browser trotzdem mitliefern. So konnten Sie wechseln zwischen der Onboard-Visualisierung oder zum Beispiel einer fremden Webvisu. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie aber auch jetzt über dieses Browser-Element, was wir integriert haben, die Webvisu des PFCs in der Onboard-Visualisierung darstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kann zum Beispiel ein Live-Bild einer Webcam darstellen. Die Webcam müsste in dem Fall ein MJPEG-Format unterstützen, aber dann könnten Sie zum Beispiel auch Ihre Anlage überwachen, ohne vom Gerät sich zu entfernen. Das heißt, Sie können prüfen, ist zum Beispiel eine Tür zu, ist der Bereich frei. Das können Sie prüfen, ohne das Gerät zu verlassen, was ein sehr großer Nutzen sein kann. Die größte Änderung wird aber sein, dass wir ab Firmware 16 die Multicore-Funktionalität auch in unserer Runtime freischalten. Das heißt, Sie werden als Kunde in der Lage sein, eigene Taskgruppen zu erzeugen. Diese Taskgruppen können Sie dann auf die verschiedenen Kerne verteilen. Sie können es aber auch dem System überlassen, hier das auf die verschiedenen Kerne zu verteilen. Das heißt, hier haben Sie sehr viele Freiheitsgrade. Zum anderen werden wir aber auch im Engineering eine neue Sicht haben. Das heißt, Sie werden in der Lage sein, die Prozessorauslastung auf den Kernen sich live anzusehen.
Das heißt, Sie können die Geräte dadurch viel performanter und auch effizienter nutzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen spannende neue Eindrücke aus dem Bereich der HMI vermitteln. Wie gesagt, bei Fragen nutzen Sie gerne die Meet the Speaker-Funktion und stellen Sie mir die Fragen direkt live und ich versuche sie dann natürlich weitestgehend zu beantworten. Haben Sie im Nachgang noch Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren bekannten Ansprechpartner oder auch gerne an unseren Vago Support, der steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.